Heute gibt es einen ganz besonderen Film, denn ich habe Lukas getroffen. Ja. Lukas befindet sich momentan auf Weltreise und das macht er mit einem ziemlich coolen Auto. Hi Lukas. Hi, grüß dich Lars. Du bist auf Weltreise. Ja, also halb, ne? Noch in Europa oder Türkei jetzt und es soll noch ein bisschen weiter in den Osten gehen. Wo geht's hin? Wo genau? Also diesen Sommer will ich gerne Georgien und Armenien mir anschauen und danach arabische Halbinsel nächsten Winter und danach nächsten Sommer 2025 gerne Richtung Zentralasien, so Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, den Pamir Highway. Wow, große Pläne. Warum diese Länder? Was reizt dich daran? Ich suche ein bisschen nach einem Abenteuer, also ein bisschen nach einer neuen Herausforderung, wo ich ein bisschen aus der Komfortzone rauskomme. Und Georgien ist schon lange auf meiner Liste. Ich habe einen Kumpel, der ist dahin ausgewandert und den will ich ja gerne besuchen. Ja, deswegen Georgien allein zum Fotografieren. Landschaftlich erwarte ich mir da viel von und das reizt mich einfach so ein bisschen, ja, neue Kulturen kennenzulernen. Bei Europa, ja, ähnelt sich mehr oder weniger und das reizt mich eigentlich dran, ja. Du möchtest in den Mittleren Osten reisen. Hast du keine Angst davor? Die Medien sind ja voll von negativen Schlagzeilen diesbezüglich. Ja, ich glaube, die Welt ist besser, als man meistens denkt. Und auch von Reisenden kürzlich, die durch sind, du bist ja auch erst kürzlich durch. Ich glaube, da wird, ja, man macht sich mehr verrückt, als es wirklich notwendig ist. Und ich denke, die meisten Leute sind super freundlich und die wenigsten identifizieren sich auch mit der Regierung. Und von daher freue ich mich eigentlich drauf, die Leute kennenzulernen. Ja, du hast dir für deine Reise ein ziemlich cooles Fahrzeug ausgesucht. Kannst du mir dazu etwas sagen? Ja, das ist ein Toyota Hilux 2008. Ich habe den jetzt vor 1,5 Jahren gekauft und selbst umgebaut. Also alles komplett, die Wohnkabine selbst gebaut und das Fahrzeug selbst umgebaut, also höher gelegt und so den Spaß, der dazugehört. Ich bin davor ein Jahr im Kastenwagen gereist und der war mir ehrlich gesagt zu neu einfach. Also der hatte Euro 6 Abgasnorm und damit ist eigentlich, ja, ab Georgien bekommt man Probleme damit mit schlechten Diesel. Und deswegen wollte ich was Älteres, was einen schlechten Diesel schluckt und wo ich mir keine Sorgen um Kratzer und Dellen machen muss. Und dann dachte ich mir, dann kann es auch gleich geländegängig sein. Ja. Und dann habe ich den verkauft und mir das Ding hier gebaut. Bist du zufrieden? Auf jeden Fall. Klar, ein paar Sachen würde man immer anders machen. Aber für mich alleine hier passt das. Ich habe auch kein Aufstelldach, keine Stehhöhe und so. Das habe ich aber vorher für mich abgewogen. Und das finde ich eigentlich angenehm. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit einem Auto. Ich hatte schon 1, 2 technische Probleme, was ich jetzt so nicht erwartet hätte. Der Hilux hat ja eigentlich einen sehr guten Ruf. Aber da hatte ich, glaube ich, einfach Pech. Ja, ansonsten bin ich zufrieden damit. Ja, also kannst auch gerne mal reinkommen. Ja, also letzten Endes ist die Kabine sehr klein. Also die ist 1,90 Meter nur in der Länge und 1,64 in der Breite, 1,65 glaube ich. Innen. Das reicht für mich aus. Ich kann das Bett hier ausziehen. Das sind die weiteren Polster und dann habe ich echt eine große Liegewiese, dass das passt und das ist entspannt. Ich kann aufrecht sitzen, das war mir wichtig und auch zum Arbeiten, dass ich eine anständige Position habe, kann ich hier einfach die Tischplatte auflegen. Das ist auch dann gleichzeitig die Platte für die Betterweiterung, die hier hinkommt. Und so kann ich entspannt hier dran arbeiten. Ja. Und das muss ich auch unterwegs. Also deswegen, ich reise recht langsam und dass ich alle paar Tage mal ein paar Stunden arbeite. Und du passt hier rein, ja? Wie lang ist das? Hast du das gerade gesagt? 1,90, ja, genau. 1,90, ja. Das passt. Und letzten Endes ist es alles mit Aluminiumprofilen gebaut, das Grundgerüst. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Bisher hat sich keine Schraube gelöst, also das passt. Und es ist relativ leicht im Vergleich zu irgendwelchen Holz. Und klar, optisch ist es jetzt wahrscheinlich nicht das Schönste, aber ganz ehrlich, das ist ja aus Restern gebaut, die ich vom ersten Ausbau übrig hatte. Es sollte halt einfach halbwegs anständig aussehen und die Funktion erfüllen. Und darum ging es mir und ich denke, das passt. Wie viel Quadratmeter sind das? Weißt du das? Ich glaube, ich hätte es mal ausgerechnet. 2, irgendwas. Ich glaube, 3 sind es nicht. Mhm. Ja, das sind 1,90 Meter mal 1,65 glaube ich. Ah doch, 3,1 Quadratmeter. Wie lange hat es gedauert, diese Kabine zu bauen? Also ich habe sie größtenteils allein gebaut. Mein Vater hat mir aber viel geholfen. Also für ein paar Sachen brauchst du halt einfach nochmal eine helfende Hand. Und insgesamt 9 Monate. Ich dachte, das geht deutlich schneller. Ich habe mich total verschätzt. Ja, man hätte es sicher auch schneller hinbekommen, aber ich habe mir auch keinen Stress gemacht. Also 9 Monate für die Kabine. Und auch mit dem Umbau vom Auto und dann habe ich noch mal ein bisschen länger gebraucht, um den Motor zu reparieren. Mhm. Ja, also insgesamt hatte ich ein Jahr Pause jetzt vom Reisen und bin jetzt mit dem Auto seit
4 oder 5 Monaten jetzt wieder unterwegs. Ja. Weißt du ungefähr noch, was es gekostet hat, diese Kabine zu bauen? Nur die Kabine? Ja, also die Kabine hat, also das Material ist, das sind Aluminium-Systemprofile mit einer 1,5 mm Aluplatte draußen dran geklebt und genietet. Und das waren ungefähr Materialkosten 5.000 oder 6.000 Euro für die Leerkabine. Und ich glaube, die Fenster waren auch schon mit dabei, weil die Fenster sind auch nicht günstig. Also Fenster waren auch knapp irgendwie 800, 900 Euro. Die Dämmung hier, Isolierung mit Armaflex, waren auch knapp an die 1.000 Euro. Also insgesamt für die Leerkabine quasi 5.000, 6.000 Euro waren es in etwa. Und dann natürlich noch der Innenausbau. Wobei ich da halt viele Reste verwendet hatte. Und ja, das passt aber soweit. Also wenn du eine kaufen willst, bist du halt ganz entspannt. Also eigentlich, wenn du was richtig gute Qualität haben willst, geht es eigentlich erst bei 20.000 Euro los. Und natürlich, wenn man Glück hat, findet man eine gebrauchte irgendwo. Dann geht das auch günstiger. Aber das war für mich die günstigste Variante. Und alles andere wäre nicht im Budget gewesen. Wie sieht's aus mit Wasser- und Stromversorgung in deiner Kabine? Also ich habe 80 Liter Frischwasser mit. Der Tank ist hier recht gewichtsmäßig gut optimiert vor der Hinterachse und war relativ weit unten. Die 80 Liter, also das ist auch Trinkwasser, ich trinke es direkt raus. Ich filter das einmal mit einem Aktivkohlefilter beim Einfüllen und dann noch mit einem etwas feineren Filter vorm Wasserhahn. Und das funktioniert für mich soweit. Ich komme damit knapp 1,5 Wochen. Und ich habe hinten noch mal einen kleinen Kanister draußen, da dusche ich mich drunter und wasche mir auch mal kurz die Hände, wenn irgendwas Schmutziges draußen ist. Und Strom habe ich 300 Watt Solar auf dem Dach. Viel mehr Platz war auch nicht tatsächlich, weil die Dachfläche doch schon recht klein ist. Und eine 150 Ampere-Stunden Lithium-Batterie und halt die entsprechenden Laderegler und auch einen Ladebooster, um während der Fahrt zu laden. Genau. Und damit komme ich echt gut aus. Also auch mal, wenn ein paar Tage keine Sonne scheint, kann ich trotzdem arbeiten. Und bisher habe ich es noch nicht an die Grenzen getrieben. Das passt. Obwohl ich recht viel Strom brauche mit dem Laptop. Und ja. Aber ich bin zufrieden mit dem Stromsetup. Gab 1, 2 Probleme. Jetzt der Wechselrichter, da geht irgendwie der Lüfter nicht mehr. Aber den muss ich mir austauschen. Was ist das hier? Das ist die Betterweiterung. Für die kalten Nächte habe ich hier auch eine Heizung drin. Das ist eine 2 kW Heizung und die ist einfach viel zu stark für den kleinen Raum hier. Also das ist ja schon in einem normalen Kastenwagen viel zu stark, so eine 2 kW Heizung. Und hier drin halt umso mehr, weil das ist ein winziger Raum und es ist halt mit 4 cm Armaflex gedämmt. Und ich habe im Winter, also ich brauche die Heizung so, wenn es um die 0 Grad sind. Bei 5, 6 Grad brauche ich sie immer noch nicht, weil ich habe locker 10 Grad mehr hier drin in der Wohnkabine als draußen. Und deswegen musste ich mir irgendwas einfallen lassen, wie die Heizung weniger Leistung hereinbringt. Selbst auf niedrigster Stufe ist es einfach viel zu warm. Und deswegen habe ich die Standheizung vorne in der Fahrerkabine verbaut und einfach den Schlauch hier hintergelegt. Und ja, mit einer Regelklappe kann ich variabel einstellen, wie viel der heißen Luft vorne in die Fahrerkabine einströmt. Und so muss ich keine Scheiben kratzen im Winter und habe es hier hinten nicht so übertrieben warm. Klar, geht ein bisschen Energie verloren, aber es ist besser, als hier drin eine Sauna draus zu machen. Vermisst du manchmal etwas auf Reisen? Also so richtiges Heimweh hatte ich noch nicht. Klar wäre es schön, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, aber gerade dadurch, dass ich länger weg bin, schätze ich die kurze gemeinsame Zeit, wenn wir wieder die haben, wenn ich zu Besuch in Deutschland bin, umso mehr. Ich finde, dadurch ist auch die Qualität der Beziehung durchaus gewachsen, weil du dich auch nicht weniger an alltäglichen Dingen aufhältst mit der Familie, sondern halt die Zeit mehr genießt. Und ich finde die Beziehung zu vor allen Dingen meinen Eltern und so, die wird immer besser, umso länger ich weg bin. Also nicht, dass sie schlecht ist, wenn ich zu Hause bin, aber man schätzt die Zeit einfach viel mehr, die man hat, wenn man sie nicht mehr hat. Gibt es materielle Dinge, die du vermisst, wie gutes Brot aus Deutschland, Wurst oder Bier? Ja, Brot schon ab und zu. Also ab und zu backe ich mir welches selbst. Aber das kommt nicht an ein gutes Brot vom Bäcker ran. Also ja, gab schon echt Zeiten, da habe ich gutes Brot vermisst, ja. Ansonsten, ich vermisse nicht mal wirklich eine Dusche. Also das funktioniert alles unterwegs, ja. Hast du einen Ratschlag? Hast du Ratschläge für andere Menschen, die das auch gerne machen möchten, sich aber nicht trauen oder sich überhaupt nicht vorstellen können, wie so etwas gehen soll? Also, die sich nicht trauen, das ist, glaube ich, schwierig, da irgendeine Motivation zu geben, es einfach durchzuziehen, weil es ist schwierig, Erfahrungen weiterzugeben. Die Erfahrung muss man eigentlich selbst machen. Ist sicher auch nicht für jeden Menschen was, aber was ich jemand mit auf den Weg geben kann,
versuche es nicht zu perfektionieren. Also den Fehler mache ich eigentlich immer noch, dass ich denke, ja, man braucht so eine Wohnkabine oder so, um zu reisen. Es ist vollkommen übertrieben. Es reicht wirklich ein normaler PKW mit einem Bett drin. Ich brauche so nicht mal ein Dachzelt. Und Glück ist eine Einstellungssache und das hängt nicht an materiellen Dingen. Dazu habe ich vielleicht eine schöne Geschichte. Ich saß in Schweden mal mit einem Pärchen zusammen, das war noch in meinem alten Kastenwagen, und die waren mit einem Dachzelt unterwegs. Und die meinten so zu mir, ja, wenn wir eine Kühlbox ist ja so geil, eine Heizung und fließend Wasser, so nach dem Motto, wenn wir das hätten, dann wären wir glücklich. Und ich dachte in der Zeit nur, ja, wenn ich eine Stehhöhe hätte, eine warme Dusche, so, dann wäre ich glücklich. Und das war so der erste Moment, wo ich realisiert habe, ja, mehr macht nicht glücklich, also dass ich es wirklich gespürt habe. Und der zweite, viel wichtigere Schritt ist eigentlich, das dann auch umzusetzen. Und da bin ich noch lange nicht, teilweise vielleicht schon, aber das ist halt ja auch der viel schwierigere Schritt, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Ja, weil ich hätte das Auto hier auch nicht gebraucht, ne? Also ich hätte auch mit viel, viel weniger unterwegs sein können. Mit einem Volvo zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, aber das sind so Sachen, bereuen tue ich deshalb trotzdem nichts. Selbst wenn Sachen mal scheiße laufen, wenn du was draus lernst, dann war das ja trotzdem eine gute Sache. Und bei ein paar Sachen da denke ich mir so, das Learning hätte ich auch schon früher draus ziehen können, dass ich quasi ein bisschen Zeit gespart hätte. Also das sind so Sachen, wo ich sage, es ist grenzwertig, dass ich das bereue. Ich glaube, man lernt am meisten vom Scheitern und nicht vom Erfolg. Ja, allemal. Ja. Magst du mir mal deine Kabine, dein Auto von außen zeigen? Ja, gerne. Mal rausgehen, ja? Obwohl ich drin nicht stehen kann, braucht man halt eine Leiter, um reinzukommen. Insgesamt ist das Fahrzeug 2,50 Meter hoch. Mir war wichtig, dass es nicht allzu hoch wird, damit ich noch in den Container passe, um es potenziell zu verschiffen. Da ist jetzt nichts Konkretes geplant, aber die Option wollte ich mir offen halten. Genau, das hier ist ein Tisch, den ich runterklappen kann. Zeig mal. Dass ich auch außen drauf kochen kann einfach. Ne? Ja, das ist jetzt nicht super stabil, aber es reicht aus, um sein Kochzeug drauf abzustellen und ein bisschen was zu schnibbeln. Und so kann ich auch draußen kochen. Wobei ich mittlerweile faul geworden bin und tatsächlich meistens drin koche. Die Fenster einfach aufmache, dann muss ich nicht mal alles rausräumen. Ja. Alles selbst gebaut, oder? Nichts irgendwie... Ja, klar. Ja, also das ist alles selbst gebaut. Und ich habe es vorher nie gemacht, aber wenn man halt nicht zwei linke Hände hat und ein bisschen so die Gegebenheiten, Werkzeug und so, das konnte ich alles von meinem Vater nutzen. Dann kriegt man das schon hin, denke ich. Ja. Letzten Endes war mir wichtig bei dem Fahrzeug, dass es eine 1,5 Kabine ist, damit ich mehr Platz für die Kabine habe. Also der hat keine vollwertige Rücksitzbank. Und so war es auch möglich, relativ viel vom Gewicht der Kabine vor die Hinterachse zu bringen, einfach, dass es geländemäßig ein bisschen besser verteilt ist. Viele haben ja noch einen Alkoven, wie bei dir auch. Ich habe mich bewusst gegen entschieden, weil das sich immer ein bisschen aufschaukelt und dann den Rahmen natürlich ein bisschen stärker belastet. Und da er sowieso schon ein bisschen Rostprobleme hatte, wo ich mich drum kümmern musste, wollte ich das nicht übertreiben mit der Belastung des Fahrzeugs. Ja, hier hinten auf der Rücksitzbank habe ich quasi mein ganzes Werkzeug in Euro-Kisten verstaut. Ansonsten habe ich das Fahrzeug höher gelegt. Das sind die originalen Felgen mit größeren Reifen. Und neues Fahrwerk braucht man sowieso, weil wegen dem zusätzlichen Gewicht oder eine Luftfederung. Aber ich habe mich für das neue Fahrwerk entschieden, weil ich bin insgesamt, glaube ich, 8 cm höher gekommen mit Reifen und Fahrwerk. Und mehr Bodenfreiheit hilft eigentlich immer. Ja, das schadet nicht. Ansonsten war das so eine Sache mit dem TÜV natürlich, wo manche Leute denken, wie kann das überhaupt abgenommen werden, sowas selbstgebautes. Letzten Endes habe ich vor Baubeginn mir einen TÜV-Prüfer gesucht und schon alles mit ihm abgeklärt. Also ich habe ihn gefragt, ja, kann ich das so bauen? Hast du da irgendwelche Probleme mit? Auf was muss ich achten? Und er hat mir so ein paar Sachen genannt, wie zum Beispiel, dass die Kanten nicht scharf sein dürfen. Also hier die Außenkanten vom Fahrzeug, dass die ein bisschen abgerundet sind. Da gibt es auch irgendeinen vorgegebenen Radius. Und wichtig war ihm noch irgend so ein Unterfahrschutz hier. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ist auch sinnvoll, wenn hier hinten einer auffährt, dass er nicht unter das Auto gerät und dass es nicht so gefährlich ist für einen Auffahrunfall. Und auch für mich ist nicht verkehrt, wenn mir nicht gleich die Achse weggeschoben wird. Also, was hast du hier hinten so? Ja, das hier hinten sind einfach nochmal Sandfläche, falls ich nicht festfahre. Ich habe sie bisher mit dem Auto noch nicht gebraucht. Und Ersatzkanister, weil ich habe nur 80 Liter Kraftstofftank und damit komme ich vielleicht, wenn es gut läuft, 700 Kilometer. Deswegen für manche Gebiete schadet es vielleicht nicht, die Sicherheit mit dabei zu haben.
Das ist mein Wasserkanister. Da wasche ich mir einfach mal kurz die Hände, wenn draußen irgendwas dreckig ist. Oder aber ich drehe den nur noch einmal um 90 Grad und dann kann ich mich drunter duschen. Also das funktioniert auch optimal. Ich habe eigentlich noch so eine Pumpdusche von Decathlon. Ich mache mir nicht mehr die Mühe und räume sie raus, weil hiermit geht es auch ganz einfach. Ja. Ansonsten war mir wichtig, dass ich zu allen Seiten ein Fenster habe, damit ich einfach rausschauen kann. Einfach für die, ich rede mir ein, für die Sicherheit. Fühlt sich einfach gut an, wenn man sieht, was draußen abgeht. Ja, und wenn es heiß ist, dann zieht das schön durch, ja, das, links das und auch. rechts. Ja. Genau. Und der Dachluke ist dafür auch Gold wert. Also letzten Sommer war es einfach viel zu heiß. Also ich habe selbst in Deutschland, als ich das Auto noch umgebaut habe, habe ich schon drin gelebt. Und das war im Sommer 35 Grad, hältst du nicht aus, wenn du keine Dachluke hast. Also die Schaukästen da unten drunter, die hat mein Vater mir gebaut. Das ist einfach aus Resten von der Siebdruckplatte. Vom Gewicht her vom Auto bin ich echt ein bisschen langsam an der Grenze. Also ich bin ein bisschen überladen, voll beladen. Aber hier im Ausland interessiert es keinen mehr. Also ich wiege jetzt 2,9 Tonnen. Und das Fahrzeug kann aber auch locker mehr ab. Also die zulässige Gesamtmasse ist minimal überschritten, aber ja, mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf, ehrlich gesagt, drum, das Auto kann es ab. Hast du einen Kühlschrank, Lukas? Jo, hier draußen oder hier drin. Und dass ich auch von draußen drankomme. Ja, das ist das gute Stück. Und wenn ihr auf meiner Reise dabei sein wollt, dann könnt ihr auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich mache da so mehr oder weniger regelmäßig auch ein paar Reiseepisoden. Alle 1-2 Wochen kommt da was raus. Und auf Instagram ist das Ganze ein bisschen tagesaktueller. Ich denke mal, Lars packt euch den Link mit unten in die Beschreibung. Vielen Dank, Lukas. Und ich wünsche dir eine gute Reise, eine sichere Reise, viele tolle Abenteuer. Pass auf dich auf. Viel Spaß dabei. Ja, hat Spaß gemacht hier mit dir.